dunkle Jahreszeit. Sie ist voll mit Kirmesveranstaltungen und Volksfesten. Gerade zum Jahresende bedeutet das eine Menge Arbeit für das Schaustellergewerbe. Rund 5.600 Schaustellerunternehmen gibt es in Deutschland. Die meisten sind Familienbetriebe und tatsächlich heute hier und morgen dort. Eine Branche, die also viel unterwegs ist und die für den Transport von Anhängern und Fahrgeschäften oft spezielle Lösungen braucht. Firmen wie Auto Obermann in Mülheim an der Ruhr sorgen dafür, dass dieses Gewerbe mobil bleibt und dass es für die unterschiedlichsten Zwecke auch individuelle Lösungen gibt. Fast 5 Jahrzehnte gibt es das Unternehmen im Ruhrgebiet nun schon und Dirk Obermann und sein Sohn Nick sind mit allen Besonderheiten vertraut. Da ist es wichtig, tatsächlich in der Szene zu Hause zu sein. Aber was für eine Szene ist das überhaupt? Wir haben in der Branche der Schausteller schon einen sehr guten Namen, sind da sehr verbreitet. Und weil Schausteller sind ja auch sehr kommunikativ untereinander von verschiedenen Veranstaltungen, ob jetzt die Delegiertentage sind oder die Intershow, wo wir auch ausstellen. Da sind Sachen, da kennen uns halt die Leute her. Und der Bekanntheitsgrad wird immer mehr. Und der eine sagt dem anderen, die sind auf Kirmesleute, Schausteller treffen sich auf den Volksfesten, kommen dann teilweise aus ganz Deutschland. Wenn irgendwo hier in Mülheim eine Kirmes ist zum Beispiel, das ist eine kleine Kirmes, da kommen wir Schausteller aus 20 verschiedenen Städten hin, teilweise 700, 800 Kilometer weit. Und dadurch geht natürlich die Mund-zu-Mund-Propaganda weiter und sagt, geh mal zum Dirk, der macht das schon. Im Bereich Schaustellerservice kümmern sich 7 der insgesamt 45 Mitarbeiter nahezu ausschließlich um die Wünsche der Kunden aus ganz Deutschland. Gerade sind 2 Mercedes-Benz Actros eingetroffen. An der Front ist bereits eine angefertigte Rangierkupplung mit Licht- und Luftanschlüssen montiert worden. Hinten eine spezielle Anhängerkupplung für eine Last von bis zu 29 Tonnen. Später muss auch noch ein Koffer aufgebaut werden. Die schweren Playwood-Platten dafür sind bereits eingetroffen. Doch zunächst einmal geht es nur um die Montage. Schon auf dem ersten Blick ist bei den verschiedenen Projekten zu erkennen, dass für die umfangreichen Arbeiten die unterschiedlichsten handwerklichen Kenntnisse erforderlich sind. Also alles gar nicht so einfach. Und man fragt sich, woher kommen die Fachkräfte? Die Leute, die jetzt hier sind, sind ein eingespieltes Team, die wir jetzt haben. Die haben solche Kofferaufbauten schon 100-fach zusammengebaut. Das ist nicht das Problem. Da sind 2 Vorarbeiter, der Alex und David, die können es zu 100%. Da kann ich mir auch 3000% sich darauf verlassen, die anderen Leute auch anlernen. Natürlich sind jetzt da unten auch bei 7 Leuten sind 6 verschiedene Nationen dabei. Das ist so, aber das ist heute, ist das so und müssen wir mit leben und leben wir gut mit, weil unsere Lohnarbeiter, die hier sind gut. Auffällig ist bei vielen Schaustellern ein ausgesprochenes Faible für ebenso schicke wie auffällige Zugmaschinen. Bei der Firma Dresden Gastronomiebetriebe aus Mönchengladbach fällt das ganz besonders auf. Dirk und Nick Obermann besuchen Bruno Dresden am Rande der Bocholter Kirmes, wo der Schausteller voller Stolz seinen 730 PS starken Scania V8 abgestellt hat. Der Scania ist ein sogenannter Vollumbau von Auto Obermann, zu erkennen an den verschiedenen Lichtbalken. Ebenfalls markant ist die hintere Anhängerkupplung mit 70 Tonnen Anhängelast und als Einzelanfertigung die Rangierkupplung vorne mit Bullenfänger. Fragen wir Bruno doch einmal, woher sein Faible für so extravagante Zugmaschinen kommt. Ja, in der Schaustellerbranche ist das eher selten, dass alle LKWs top gepflegt sein. Eigentlich müssen sie so Mittel zum Zweck sein, damit wir unsere Anhänger von links nach rechts bewegen. Aber ich fing damals an, die LKWs alle mit meinem Vater zusammen in einer Farbe zu lackieren, überall Alufelgen drauf machen. Deswegen habe ich ein bisschen LKW-Tick. Das verbindet mich dann auch mit dem Dirk und Nick. Ein bisschen LKW-verrückt sind die Kunden also schon. Aber passt der Begriff wirklich? Ja gut, verrückt kann man nicht sagen. Die sind interessiert an ihren Fahrzeugen, möchten die Fahrzeuge schön haben, optisch schön haben. Die müssen was hermachen. Ich will jetzt nicht sagen verrückt, im positiven Sinne verrückt. Wir arbeiten sehr gerne für Schausteller, mit Schaustellern, weil wir dann auch zusammen die Ideen entwickeln, um die Fahrzeuge individuell umzubauen und zu verschönern, aber auch praxisgerecht zu machen, damit man damit auch noch arbeiten kann.
Nick Obermann wird bald 25 Jahre jung und war schon mit 20 Jahren einer der jüngsten Kfz-Mechatroniker und Fahrzeugbaumeister der Republik. Und der Apfel fällt nicht weit vom Stamm. Auch seine Begeisterung für das Schaustellergewerbe ist riesig. Wie sein Vater hat auch Nick ein Faible für klassische Lastwagen, wovon es in den Hallen der Obermänner reichlich gibt. Und das ist noch längst nicht alles. Unlängst hat sich Nick einen historischen Schaustellerwohnwagen geholt und restauriert. Der wird jetzt für das Winterlager vorbereitet. Die Länge des Wohnwagens verrät schon, der Anhänger ist wirklich etwas ganz Besonderes. Ich sag mal, jobtechnisch und freundschaftsmäßig schlägt mein Herz ja für Schausteller. Das machen wir bei uns hier zu 99% in der Firma. Auch privat habe ich halt nur Freunde von der Reise und mein Hobby sind halt die Oldtimer. Und da war es halt für mich klar, dass es, wenn es ein Wohnwagen für mich wird, ein Schausteller-Wohnwagen wird. Und ich sage mal, es ist der klassische Schausteller-Oldtimer-Wohnwagen geworden, einer der Firma Mack von 1972, ein Runddach-Wohnwagen. Das ist halt auch was Besonderes, sieht man heute nicht mehr alltäglich. Der Schaustellerservice ist ein weites Feld, denn dazu gehören auch ganz spezielle Einsätze. Nick ist mit einigen Mitarbeitern LKW und Kranwagen nach Essen gefahren, wo im Vorfeld des Weihnachtsmarktes eine riesige Weihnachtspyramide aufgebaut werden soll. Die umfangreichen Kranarbeiten sind der Job von Nick. Die Idee zu der Pyramide selbst stammt vom Essener Schausteller Richard Müller. Ein besonderes Projekt, auch für Nick. Das Besondere hier dran ist, dass die Essener Weihnachtspyramide dieses Jahr ganz neu ist und das erste Mal gebaut wird hier in Essen. Der Herr Richard Müller hat die gerade erst neu bekommen, vor 1-2 Monaten. Jetzt die Premiere, das erste Mal auf dem Essener Weihnachtsmarkt, die ist speziell hierfür gemacht, um am Kennedy-Platz zu stehen. Ist halt was ganz Besonderes auch für uns, weil es noch nie aufgebaut wurde, außer halt beim Hersteller einmal zum Testen. Aber sonst wurde die noch nie gebaut. Es ist ein komplettes Neuland für uns, für Richard und sein Team. Mehr über die Aufbauaktion in einer der kommenden Ausgaben von Eurotransport TV. Und natürlich berichten wir auch darüber, mit welchen Spezialitäten im Bereich des Fahrzeugbaus die Firma Obermann sonst noch für Furore sorgt.